Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Stories, the Path of Destinies. Mein Name ist Knorkh und ich freue mich, dass ihr dabei seid. So, los geht's. Ich habe dieses Spiel mal ganz kurz angetestet, um zu sehen, wie das so ist und wie das läuft und alles. Und ich muss sagen, daraus resultiert, dass ich jetzt daraus ein Let's Play mache, weil es macht Spaß und es lohnt sich. Es lohnt sich, dabei zu sein, zuzuschauen. Und wir wollen direkt einsteigen. Neues Spiel, Mitte Beginn. Jawohl, wollen wir fortsetzen. Once upon a time, the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows." She rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. But then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. Also der Erzähler, der ist Granate. Der ist Bombe, die Stimmung, also der bringt das so geil rüber. Und es macht schon eine kleine Gänsehaut auf meinen Arm. Also es ist Granate. Also wie der das erzählt, fast so gut wie ich. Ja. Also die Ladezeiten, so wie ich jetzt sehe, sind schon ein bisschen länger und deswegen können wir noch so ein bisschen reden, können uns das Bild da angucken, sieht gut aus, es wird gerade gespeichert und... The kid was looking down, watching his city burn. Sorry, kid, Reynardo told the kid. Look, if we give them the book, they'll leave you alone. My mother died for this book! I promised her I'd protect you. Oh, damn it. The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. Halte rechte Maustaste, um zu bewegen. Alles klar. Ich möchte kurz erwähnen, das Kind ist dieser Hase und es ist viel größer als wir selber. Also die Mutter möchte ich gerne mal kennenlernen, weil die ist ja riesig, ne? So. Wir sind hier. Wir sind die hier und wir müssen jetzt... The two ravens were staring at the kid like he was their dinner, which probably was what was in their tiny brains. Hey, Reynardo said. They cocked their heads at him. Pick on someone as ugly as you. Wait, that didn't come out right. For the Emperor! The ravens cawed and rushed at him. Ja, natürlich. Okay. So, einen haben wir schon erledigt, den zweiten erledigen wir gerade auch. Kein Ding. Ah, natürlich. Was? Wenn ein Gegner angreifen will. Okay, das heißt, wenn einer angreift, müssen wir mit der linken Maustaste auf den klicken. Okay, das kriegen wir hin. Kontraangriffe haben wir gemacht. Wir müssen nur auf die Ausrufezeichen über diesen hässlichen Viechern achten. Ansonsten, ja, es läuft sehr, sehr flüssig. Die Story ist richtig geil erzählt. Mit einem kleinen Hauch Sarkasmus, wie der Erzähler das rüberbringt, ist schon gut gemacht. Und deswegen... So. Auch hier, wie die Blätter überall rumfliegen. Schon sagenhaft, also... Oh. Halte, zum Angreifen, zielen, loslassen. Ah, okay, wir können die auch werfen. Alles klar. Und dann schmeißen wir die einfach mal weg. Wirf einen Raben. Haben wir erledigt. Wirf einen zweiten Raben.
Den erledigen wir jetzt so. Okay. Ja, ist eigentlich recht simpel. Right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke, making the Skyship docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels. Or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere. And neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot, but he had guts. Where was Renata going to get a hero sword? So, wir haben das falsche Schwert. Das heißt, wir können wahrscheinlich irgendwo, bestimmt hier in dieser Truhe, ein Schwert finden, öffnen. Ore and wind essence? That sounds about right. Perfect. So, wir können jetzt herstellen Schwerter. Schwerter schmieden. Das ist das Schwertschmiedemenü. Hier kannst du mächtige Zauberschwerter schmieden und aufrüsten. Sammle aus den Kisten, die du in ganz Boreas findest, die nötigen Materialien. Okay. Geil. Können wir noch hier craften. Das ist auch cool. Ups. Okay. Materialien, die du benötigst. Alles klar. Du hast genügend Materialien. Aufrüsten. So, das haben wir jetzt gemacht, oder? Ja. So, wir haben jetzt ein neues Schwert. Und damit können wir jetzt... This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook and she'd laughed at Renato's jokes, even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. Just the kid. So, mit dem neuen Schwert können wir... können wir dieses Tor öffnen? Alles klar. So, dann wollen wir mal weiter. Okay. Schön. Achso. Jetzt können wir darum. Hier auch so Blümchen. Jetzt ist es bestimmt wieder kämpfen. Mhm. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I hopped, said the kid. Wise ass kid. Hey, look out behind you. Cute, said Renato. Ah, ravens. Okay. So. Easy. Ganz locker. Time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. He'd done it. Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Ja, dann nutzen wir mal kurz den Altar. Moment. Fähigkeiten. Wenn du ein Level weiterkommst, dann erhältst du auch einen Fertigkeitspunkt. Du kannst sie in den Altären von Boreas ausgeben, um neue Fertigkeiten freizuschalten oder die vorhandenen zu verbessern. Okay. Statistiken? Nein. Okay. Weiter. Gut. Fähigkeiteninfo. Hier findest du die Beschreibung für jede Fähigkeit und die Freischaltung. Du kannst Fähigkeitenpunkte da ausgeben. Kauf dir die Hakenfähigkeit. Ja, die wäre jetzt natürlich sinnvoll. Das ist der, genau. It was starting to come back to him. Something you never completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Kann man die auch wieder verlernen? Nee, ne? Okay, also mit Alt können wir... cool. Also einfach. So. Der zielt schon fast automatisch, was eigentlich die Steuerung richtig cool macht, gerade. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kestra run in 12 furlongs. Oh, so the salesman had told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Stop! He shouted. I'm not giving you the book! Shouted the kid, and took off.
No! Peter! Was für eine The kid ran Rotzgöre. for it. And a goggler nailed him with its ivy. Na toll. Dort. Hoppla, hoppla, hoppla. Ja. So. Wir haben da jetzt einen Schinken rausgemacht, so wie der aussah. The book was unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes and a kid-sized pile of ashes. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Renato picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. Warum ich meine Klappe halte, während der Sprecher redet, ist einfach, der ist gut. Der ist verdammt gut und deswegen möchte ich den auch nicht so gerne unterbrechen. Ah, die kann ich nicht kaputt machen. Okay. Gucken wir mal kurz noch. So, hier ist nichts mehr. Jo. Dann gehen wir mal. What was the big deal about this book Okay. anyway? Maybe he should open it and find out. All that had been years ago. How many? The war was a blur, and now 3 Raven scout ships were chasing him. Where are you running, rebel? Cawed the Raven captain over the loud hailer. Renato could see them cranking up their catapults. Just going out for milk? Renato yelled back. Where can you run? Laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. Take us to the rebel base, and we'll spare your life! It cawed. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven. A sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time. Unless Renato could bring a game-changer. Maybe he could. Renato had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper. The legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lapino had sent Renato a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Renato could only rescue him. Renato dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky Ripper? Ah, wir können uns jetzt entscheiden. Man kann kein... es ist, baue den Sky Ripper. Wenn wir den Sky Ripper bauen... Der hat ja gesagt, irgendwas mit einer legendären Waffe, ne? Schwierig, ne? Ich nehme jetzt mal den. Ah, Lapino. Apparently, the Mad Rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble, given time. But he was out of time. The Ravens had figured out that Lapino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Ja, gut. Also muss man hier Entscheidungen treffen bei dem Spiel. Soweit war ich eigentlich, ja, wie gesagt, ich habe nur ganz kurz angetestet, also gerade, ne, wo der Anfang da war, da hatte ich mal angetestet und ja. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd
only sold it. But wait. Where was the prison? Genau. The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Ja, die sind vor uns geflohen und damit beende ich jetzt diese Aufnahme. Aktuelles Ziel, rette Lapino. Über Kommentare würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.